Wusstest du, dass Umknicken und eine Bänderverletzung am Sprunggelenk die häufigste Art von Verletzung überhaupt ist? Die konservative Behandlung ist wissenschaftlich bewiesen als das beste Alternativ zur Behandlung von Bänderverletzungen. Die sorgen dafür, dass du schnell zurück zu deinem Sport kommst, dass du schneller mehr Beweglichkeit und auch mehr Stabilität von deinem Sprunggelenk wieder zurückgewinnst. Und außerdem ist es kostengünstiger als jede Art von OP. Das Wichtige ist, dass du genau die richtigen Übungen zu dem richtigen Zeitpunkt machst. Und die Rehabilitationsprozess, das heißt, das Zurückkommen, bis du wieder deine Beweglichkeit und Stabilität gewinnst, soll in 3 Phasen passieren. In diesem Video zeige ich dir, welche Übungen du in der ersten Phase nach einer Sportverletzung machen kannst. Die erste Phase dauert von Tag der Verletzung bis zu 14 Tage. Und wir legen los mit ein paar Informationen und die richtigen Übungen. Von den Tag 1 bis 3, das heißt direkt nach deiner Verletzung, auch wenn es noch kontrovers diskutiert wird, ist es nach wie vor empfohlen zu kühlen. Du solltest eine Kältepack in den Bereich von der Verletzung legen. Wichtig dabei ist, dass relativ oberflächlich auch ein Nerv verläuft. Nerven sind besonders empfindlich nach Kälte. Deswegen sofort, wenn du Kribbelgefühl hast, die Kälte wieder weglassen. Du solltest 3-mal am Tag für mindestens 10 bis 15 Minuten den Bereich kühlen. Zwischendurch Fuß wieder hochlegen und ganz wichtig ist, je nachdem, wie viel Schmerzen du verspürst, versuche mal bewusst den Fuß zu belasten. Wenn am Anfang Vollbelastung dir zu doll wehtut, kannst du Gehhilfe nutzen, um deinen Fuß ein bisschen zu unterstützen und die Belastung ein bisschen runterzubringen. Des Weiteren solltest du versuchen, bewusst in den ersten Tagen, so weit wie du Schmerzen aushalten kannst, den Fuß wieder zu bewegen. Und die ersten Übungen oder beziehungsweise die ersten Bewegungen, die du ausführen solltest, ist bewusst einfach die Füße gezielt nach oben und nach unten. Das heißt, du versuchst, so weit wie du kannst, deine Füße hochzuziehen und wieder runter. Bewegungen, die du vermeiden solltest, sind Bewegungen, wo der Fuß nach innen und nach außen gehen. Das heißt, hoch und runter ist erstmal erlaubt. Was du nicht machen solltest, Fuß nach innen und Fuß nach außen. No go? Und das so häufig wie möglich. 3 bis 5 Tage nach der Verletzung kannst du schon mit den ersten Übungen beginnen, damit du deine Beweglichkeit so schnell wie möglich wieder zurückbekommst. Diese Übungen sollen im Sitzen gemacht werden, weil dadurch ist die Belastung auf die Bänder geringer. Du setzt dich auf den Stuhl hin, versuchst du, dass du 90 Grad von der Oberschenkel um Knie hast und dein Sprunggelenk auch in 90 Grad zu Boden ist, der Unterschenkel zum Fuß. Für die erste Übung solltest du versuchen, einfach mal die Ferse vom Boden hochzuheben und du bewegst deinen Fuß so weit vor auf den Vorfuß und dann langsam wieder zurück. Achte darauf, dass wenn du jetzt halt mit dem Fuß hochkommst, dass du dein Sprunggelenk nicht nach außen abweichst, weil dadurch würdest du jetzt halt weiter eine Dehnung von den Bändern haben. Du gehst so weit, wie du kannst, schmerzfrei nach oben und gehst dann langsam wieder nach unten auf die Ferse drauf. Diese Übung kannst du bis zu 20 Mal wiederholen, 2 Serien, immer schmerzadaptiert. Das heißt, du gehst so weit nach oben mit der Ferse, bis du schmerzfrei bist. Nicht in den Schmerzen hineinarbeiten. Und immer auf die Ebene achten. Ferse hoch, nicht nach außen abweichen. Komm noch einmal hoch. Nicht nach außen abweichen. Fuß, Kleinfuß, Kleinzeh und Großzeh, Grundgelenk bleiben auf dem Boden. Auch wenn du eine Orthese bekommen hast oder so eine Schiene hast, kannst du diese Übung trotzdem machen, weil normalerweise die Beweglichkeit von nach oben und nach unten freigestellt ist in der Orthese. Für die zweite Übung solltest du jetzt die Beweglichkeit in die Gegenrichtung trainieren.
Dafür setzt du dich ein bisschen weiter nach vorne auf den Stuhl. Dein Knie wirst du jetzt komplett nach vorne strecken. Der Fuß zeigt nach oben Richtung Decke und dann versuchst du nach unten zu drehen, nach unten zu bewegen, so als ob du jetzt halt auf die Kupplung trittst. So weit wie du kannst, bis du beschwerdenfrei bist. Und auch diese Bewegung kannst du mindestens 20 Mal wiederholen, je 2 Serien. Und du gehst nur so weit, bis du beschwerdenfrei bist. Als nächstes ist es ganz wichtig, dass du in dieser Phase auch die Muskulatur vom Fuß selber bearbeitest. Dafür legst du jetzt halt ein Handtuch auf den Boden. Wenn das Handtuch weicher und kuscheliger ist, ist die Übung leichter. Wenn das Handtuch dünner ist, ist die Übung schwieriger. Du stellst deinen Fuß jetzt auf das Handtuch drauf und versuchst jetzt mit dem Zehen das Handtuch zu greifen, damit du die Längsmuskulatur von deinem Fuß aktivierst. Versuch mal ganz bewusst das Handtuch zu greifen, zu dir ranzuziehen und dann wieder locker lassen. Es ist wichtig, dass du in dieser Phase langsam arbeitest. Das heißt, du baust die Spannung einmal auf, hältst die Spannung für 1 bis 3 Sekunden und lässt es dann wieder locker. Diese Übung solltest du eher nach Zeit machen. Das heißt, du versuchst diese Greifbewegung 1 Minute lang machen und danach machst du eine kurze Pause. Und dann wiederholst du es noch ein zweites Mal in Greifbewegung, langsam anspannen, 1, 2 Sekunden und dann wieder locker lassen. Und das für nochmal 1 Minute. Es ist wichtig, dass du in dieser Woche nach der Verletzung wieder übst, Belastung auf dem Fuß zu erlauben. Das heißt, du bringst deinen Fuß jetzt nach vorne, den verletzten Fuß, versuchst jetzt langsam mit dem gesunden Fuß einen Schritt nach vorne zu geben und dann wieder zurück. Wichtig ist, dass es langsamer passiert, damit du die Belastung langsam wieder wahrnimmst und dein Sprunggelenk und deine Bänder an diese neue Belastung wieder dran gewöhnst. Du beginnst die Übung mit offenen Augen und übst es 10 Mal vor und zurück. Vor und zurück. Falls dein Arzt dir eine Teilbelastung jetzt verordnet hast, versuche das jetzt halt mit dem Gehhilfe zu machen und dann achte darauf, dass die Zeit, in der du jetzt auf dem verletzten Fuß draufstehst, dass er nicht zu kurz ist, sodass du bewusst, langsam, aber kontinuierlich deine Bänder an der Belastbarkeit wieder dran gewöhnst. Nachdem du das 10 Mal jetzt wiederholt hast, wenn du Vollbelastung darfst, 10 Mal wiederholt hast mit offenen Augen, versuche mal genau das Gleiche nochmal zu machen mit geschlossenen Augen. Das heißt, du schließt deine Augen und gehst dann mit dem gesunden Fuß wieder vor und zurück. Das geht nur um den Tempo. Versuche es langsamer zu machen, damit du diese Wahrnehmung von deinem Sprunggelenk wieder übst. Und die letzte Übung, die in diese ersten 2 Wochen wieder machen solltest, ist, dass du deine Füße ganz nah nebeneinander stehst. Ganz, ganz nah nebeneinander. Und jetzt versuchst du einfach in dieser Position erstmal zu stehen mit offenen Augen und dann schließt du die Augen und versuche bewusst einfach mit beiden Füßen ganz nah nebeneinander stehen zu bleiben. Das Ziel ist, dass du 30 Sekunden erreichst, ohne dass du dein Gleichgewicht verlierst. Das Ziel von der ersten Phase der Rehabilitation ist, dass du die Beweglichkeit von hoch und runter, Plantarflex, Dorsalextension wieder gewinnst, schmerzfrei den Fuß wieder belasten darfst und die Schwellung und diese Inflammation oder die Entzündung in Grenzen hältst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und nächste Woche gibt es dann halt die nächsten Übungen, die du dann ab der 2. Woche nach der Verletzung wieder machen kannst.